Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nehme ich euch mit durch die letzten beiden Etappen meiner Wanderung durch den Nationalpark Torres del Paine in Chile. Wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, verlinke ich sie euch gerne unten und ihr könnt damit starten. Dann versteht ihr so ein bisschen besser, warum wir hier sind und wie das Ganze funktioniert. An diesem Tag sind wir im Camp Paine Grande gestartet und hatten ca. 12 Kilometer vor uns. Das Ziel ist das Camp Glacier Grey. Dort erwartet uns, wie der Name schon sagt, ein riesiger Gletscher. Der erste, den ich mit meinen eigenen Augen sehen werde. In diesem Camp werden wir die letzte Nacht dieser Tour verbringen, und zwar sogar in einem Zelt. Wir sind also mehr als gespannt, was uns dort erwartet. Wie so oft hat uns erst einmal wieder ein Aufstieg erwartet. Am Vortag sind wir knapp 30 Kilometer gewandert und das habe ich wirklich auch gespürt. Noch dazu habe ich an diesem Tag meine Periode bekommen und diese Kombination führte dazu, dass dieser Teil der Wanderung sich viel schwieriger für mich anfühlte, als er eigentlich war. Die Landschaft entschädigte zum Glück für die Anstrengung. Und schon nach nicht allzu langer Zeit konnten wir den ersten Eisberg im See schwimmen sehen. Einige Zeit später erreichten wir dann endlich den Abschnitt des Weges, von dem aus man den Gletscher sehen konnte. Obwohl es wirklich wahnsinnig windig und ungemütlich war, mussten wir einfach innehalten und uns die Schönheit einmal in ihrem ganzen Ausmaß ansehen. Wie so oft kommen einem die großen Landmarks näher vor, als sie wirklich sind. Es lagen noch einige Kilometer vor uns und der Weg zog sich für mich etwas in die Länge. Wenn ich eine Strecke von nur 12 Kilometern vor mir habe, ist meine Erwartungshaltung eine ganz andere, wie wenn ich 30 vor mir habe. Ich rechne damit, dass es schnell vorbeigeht, was natürlich nicht unbedingt passiert. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark unsere innere Einstellung unsere Erfahrung in einem Moment beeinflusst. Ich konzentrierte mich wenig auf den Moment und war in Gedanken schon längst im Camp. Deshalb kam mir der Weg lang vor und ich hatte keine Lust mehr. Gegen 13 Uhr kamen wir natürlich trotzdem gut im Camp an und machten erst einmal Pause. Wir bezogen eines der dauerhaft aufgestellten Zelte dort und machten uns dann nochmal ohne Gepäck auf den Weg zu einem Aussichtspunkt, um den Gletscher nochmal genauer zu betrachten. Dabei hatten wir wahnsinniges Glück mit dem Timing, denn genau als wir dort ankamen, war ein Kondor am Himmel und ich konnte wahnsinnig schöne Fotos von ihm machen. Es war auch der erste Kondor, den wir wirklich 1:1 in Chile gesehen haben und eindeutig identifizieren konnten.
up your toe and fall. Auf einen entspannten Nachmittag folgte eine entspannte Nacht mit viel Privatsphäre im eigenen Zelt, die wir in den letzten Nächten etwas eingebüßt hatten. Am nächsten Tag erwartete uns dann der allerletzte Tag dieser Wandertour. Die Route führte genau den gleichen Weg wieder zurück zum Camp Pine Grande. Dort, direkt am See, legt ein Boot an, welches die Wanderer zurück in die Zivilisation bringt. Unser Boot kam erst am Nachmittag und wir hatten deshalb keine Eile, die 12 Kilometer wieder zurückzulaufen. Die Beine waren immer noch mehr als schwer und das Wetter war zur Abwechslung mal etwas nasser als sonst. Aber das konnte uns die Laune nicht verderben. Immerhin waren es die allerletzten Kilometer. Gegen Mittag haben wir es tatsächlich geschafft. Zur Belohnung holten wir uns erstmal eine 18 € teure Margherita-Pizza und einen Kaffee. Aber das war es definitiv wert. Ich war überglücklich angekommen zu sein, aber auch darüber, dass ich diese Tour überhaupt erleben dürfte. Da wir noch einige Wartezeit bis zur Ankunft des Bootes hatten, gingen wir tatsächlich nochmal spazieren, als die Sonne wieder rauskam. Und Gott sei Dank haben wir das getan, denn wir wurden mit dem blauesten Wasser beschenkt, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dann verließen wir den Nationalpark. Nach 100 Kilometern und 5000 Höhenmetern zu Fuß. Das war die bisher größte körperliche Herausforderung meines Lebens und ich kann bis heute nicht fassen, dass ich diese Erfahrung tatsächlich machen durfte.
Unsere Reise durch den Süden Chiles ist damit aber noch nicht vorbei.